Willkommen bei Off Hoch 2. Perlen, heute die 7 Pranken des Satans. USA 1971, im Original 94 Minuten lang, auf Super 8 17 Minuten, also eine 120 bzw. in dem Fall 128 Meter Rolle. Werbespruch des Super 8 Covers: ein Super 8 Schocker, der ihre Albträume Wirklichkeit werden lässt. Jeder Meter Horror, Spitzenqualität. Worum geht's? Ein Vampir verliebt sich in eine junge, natürlich blonde Frau und macht sie in seinem Schloss mit Hilfe seiner Vampirkräfte gefügig. Eine Gruppe von Freunden, Polizisten, versuchen sie zu befreien. Das Lexikon des internationalen Films schreibt dazu, Zitat: amerikanische Version des Dracula-Stoffes, eine schwer verdauliche Mischung aus Schockszenen und unfreiwilliger Komik. Tja, was haben wir hier? Also, wir haben hier eine Vampir-Story, in den USA produziert, aber in Bezug stehend zu den damals erfolgreichen britischen Hammer-Produktionen. Und während der deutsche Verleihtitel keinerlei inhaltlichen Bezüge aufzuweisen vermag, lässt der Originaltitel The Return of Count Yorga erkennen, dass es sich offensichtlich um eine Fortsetzung handelt. Und der erste Teil, der lief in Deutschland unter dem Titel Junges Blut für Dracula. Tatsächlich soll die Fortsetzung aber besser sein als der Vorgängerfilm. Zu dem Film selbst, also die 7 Pranken des Satans, erschien dann 2018 ein Mediabook mit Blu-ray, auf der dann auch die Super 8-Fassung zu finden ist. Da ist dann auch ein Booklet mit dabei mit sehr viel Text und auf der Silberscheibe ist auch noch ein Audiokommentar von Rolf Giesen. Also von daher gibt es ja anscheinend einiges zu dem Film zu sagen. Was hier jetzt nicht passiert, da nämlich ansonsten die Informationen zu diesem Streifen im Netz eher rar sind und das Mediabook liegt nicht vor. In einschlägigen Informationsangeboten wird dieser Streifen indes als gelungene Variante des Dracula-Stoffes besprochen, als tatsächlich gruselig und hochwertig umgesetzt. Okay, das steht jetzt natürlich in starkem Kontrast zu der Einschätzung des Lexikons des internationalen Films und da stellt sich nun die Frage, in welche Richtung man selbst tendiert. Also, die Originalfassung habe ich nie gesehen. Also ich kenne jetzt wirklich nur diesen Super 8 Film, die Kurzfassung. Die wurde 1972 oder es könnte auch 73 gewesen sein, von UFA ATP auf den Markt gebracht, in der klassischen Knappkassette. Ja, so, mach jetzt mal auf, so sieht es aus. Jetzt muss man wieder aufpassen, dass man es richtig zumacht. Neben dieser Farbfassung wurde der Titel auch in identischer Form noch als günstigere Schwarz-Weiß-Kopie angeboten und ferner veröffentlichte die UFA noch den Trailer zum Film auf einer Werberolle. Die Kopie hier hat noch tolle Farben, einen sauber aufgespielten Ton und einen gelungenen oder sogar sehr gelungenen Schnitt. Und nun zurück dazu, wie ich den Streifen wahrgenommen habe. Also zuallererst bin ich überrascht, wie unterhaltsam die 7 Pranken des Satans ist. Er strotzt nur so vor unfreiwilliger Komik, während er selbst in dieser super Kurzfassung intensiv eine leicht muffige End-60er, Anfang 70er Atmosphäre atmet. Diese Kombination zusammen mit dem gelungenen Schnitt macht die 7 Pranken des Satans zu einem echten Knaller für den Retro-Trash-Abend. Ich habe ordentlich gelacht und war zusätzlich irritiert, als ich beim ersten Ansehen anstelle von Graf Yorga Graf Joster verstanden hatte. Liegt phonetisch ja auch nah beieinander. Also, wieder einmal eine echte Grusel-AK-Trash-Bombe und damit schauen wir jetzt einfach mal in den Beginn
von Die 7 Pranken des Satans. Film ab. Verdammter Wind. Er macht einen verrückt, man kann nicht mehr denken. Ein so hübsches Mädchen sollte nicht weinen. Sie haben mich aber erschreckt. Das tut mir leid. Ich bin Graf Jorga. Ein richtiger Graf? Ja. Oh, wie aufregend. Dann ist das gar kein Kostüm? Nein, Oh, entschuldigen Sie die dumme Frage. das macht auch nichts. Dann ist's ja gut. Ich bin Cynthia Nelson. Sehr erfreut. Wie kommen Sie hierher? Die Brücke ist doch eingestürzt. Ich bin geflogen. Oh, Sie sind lustig. Ich habe vor kurzem Schloss Gateway erworben. Nein, wirklich? Aber dann sind wir ja Nachbarn. Und nun ermitteln wir das beste Kostüm. Das beste Kostüm wird prämiert. Ich finde, wir haben schon lange nicht so ein schönes Fest bei uns Man gehabt. merkt, dass Sie nicht aus der Provinz rausgekommen sind. Super, na sowas, noch ein Vampir. Wo sind Ihre Beißerchen? Beim Zahnarzt. Der erste Preis geht an Michael in seinem Kostüm als Graf Dracula. Also, wirklich, tut mir leid, Herr Junge. Ich find's ulkig, wenn es wirklich Vampire geben würde. Ulkig, ich finde es ausgesprochen sexy. Es gibt welche. David. Doch, bestimmt. Ich glaub's auch. Ach, Unsinn. Es gab vielleicht ein paar vereinzelte Fälle, in denen man sich gewisse Dinge nicht anders erklären konnte. Warum glauben Sie nicht an die Existenz klassischer Vampire? Es ist niemals einer gesehen worden. Es gibt eine ganze Anzahl von Menschen, die Vampire gesehen haben. Sie etwa? Ja. David. Tut mir leid, aber du erwartest wohl nicht, dass ich ernst nehme, was er sagt. Man kann niemals wissen, ob man nicht doch plötzlich vor einer seltsamen, unerklärlichen Erscheinung stehen wird. Stillstehen! So.